Schönen guten Tag, liebe Freunde, danke für das Einschalten. Juri aus Irkutsk grüßt euch ganz herzlich. Ich hoffe, euch geht's gut so im Alltag und ihr genießt euer Leben. Bei uns in Sibirien hält der Winter immer noch an. Das dauert noch eine Weile, bis wärmere Temperaturen wirklich eingetroffen sind. Ich gehe davon aus, erst Anfang März können wir mit den wärmeren Temperaturen wieder rechnen. Ich denke mal, erst nach dem 8. März wird es wärmer sein, nach dem Frauentag, der in Russland immer am 8. März gefeiert wird. Und an dem Tag wird es nicht gearbeitet. Das ist ein Ruhetag in Russland. Es ist schon lange her seit meinem letzten Nachrichtenvideo. Ich werde die Nachrichtenvideos aus Russland weiter regelmäßig veröffentlichen. Ich habe damit nur eine Pause eingelegt, aus den bekannten Gründen. Ich hoffe, ihr habt euch die Videos von Matthias angeschaut, in denen er seine Reise, seinen Umzug von Ufa nach Sibirien gezeigt hat. Auf diesem Kanal werden weitere Videos von Matthias veröffentlicht. Bleibt also bitte dran, wenn seine Videos euch gut gefallen haben. Wenn ihr wirklich ein großes Interesse für das Alltagsleben in Russland habt, dann bleibt bitte dran. Los geht's! Väterkapital. In Russland wurde vorgeschlagen, einen sogenannten Väterkapitalzuschuss in Höhe von 2 Millionen Rubel einzuführen. Die zusätzliche staatliche Zahlung soll Mehrkindfamilien zugutekommen. Mit dieser Initiative trat Sergei Rybaltschenko, Vorsitzender der Kommission der Gesellschaftskammer der Russischen Föderation für Demografie, Familienschutz, Kinder und traditionelle Familienwerte auf. Rybaltschenko erklärte, dass in Mehrkindfamilien die finanzielle Verantwortung in den meisten Fällen auf den Schultern der Väter liege. Rund 40% der Mütter in solchen Familien seien bereits nicht mehr berufstätig. Gleichzeitig liege die gewünschte Kinderzahl bei Männern statistisch gesehen höher als bei Frauen. Der Kern des Väterkapitals besteht darin, die Rolle des Vaters als Elternteil gezielt hervorzuheben, so Rybaltschenko. Eine der vorgeschlagenen Ideen sehe vor, diese Leistung bei der Geburt des dritten Kindes innerhalb einer Familie zu gewähren. Dies könne stabile Mehrkindfamilien unterstützen und zusätzlich die Geburtenrate im Land fördern. Zudem betonte Rybaltschenko, dass das sogenannte Mutterschaftskapital, obwohl es offiziell als Familienleistung gilt, in der Praxis überwiegend als Absicherung für die Mutter fungiere. Ein vergleichbares Instrument sollte seiner Ansicht nach auch für Väter eingeführt werden. Mutterschaftskapital angehoben. Ab dem 1. Februar wurde das russische Mutterschaftskapital wie üblich indexiert. Diese staatliche Leistung wird jährlich aufgrund der tatsächlichen Verbraucherpreisinflation des Vorjahres angepasst. In diesem Jahr beträgt die Erhöhung 5,6%. Nach der Indexierung erhalten Familien für die Geburt des ersten Kindes fast 729.000 Rubel. Für das zweite und jedes weitere Kind, sofern nach der Geburt des ersten Kindes noch kein Mutterschaftskapital bezogen wurde, steigt die Auszahlung auf 963.200 Rubel. Wurde das Mutterschaftskapital bereits nach der Geburt des ersten Kindes in Anspruch genommen, können Familien bei der Geburt des zweiten Kindes zusätzlich 234.300 Rubel erhalten. Die Erhöhung gilt auch für Familien, die bereits einen Teil der Mittel verwendet haben. Der verbleibende Restbetrag wird ebenfalls um 5,6% erhöht. Konkret bedeutet das, bleibt nach dem 1. Februar ein nicht genutzter Teil der Auszahlung, wächst auch dieser automatisch. Familienhypothek. Ab dem 1. Februar treten in Russland wesentliche Änderungen bei der Vergabe der vergünstigten Familienhypothek in Kraft. Künftig können Ehepartner keine separaten Förderkredite mehr aufnehmen. Nach den neuen Regeln müssen sie gemeinsam als Mitkreditnehmer einen einzigen Hypothekenvertrag abschließen. Gleichzeitig bleibt die Möglichkeit bestehen, weitere Personen als Mitkreditnehmer einzubinden.
reicht das gemeinsame Familieneinkommen für die Kreditgenehmigung nicht aus, können weiterhin dritte Personen in den Vertrag aufgenommen werden. Wie das russische Finanzministerium erklärte, sollen die neuen Regelungen missbräuchliche Nutzung der staatlichen Förderprogramme eindämmen. Ziel sei es, die staatliche Unterstützung gezielter einzusetzen und vor allem Familien zu helfen, die tatsächlich eine Verbesserung ihrer Wohnsituation benötigen. Schnee aufräumen. Wenn eine Hausverwaltung den Schnee auf dem Grundstück eines Wohnhauses nicht räumt, sollten sich die Bewohner an die Wohnungsaufsichtsbehörde wenden. Darauf wies die stellvertretende Vorsitzende des Duma-Ausschusses für Bauwesen, Wohnungs- und Kommunalwirtschaft Svetlana Razvorotneva hin. Nach ihren Worten sind die Wohnungsinspektionen die wichtigsten Kontrollorgane für Hausverwaltungen. In den Regionen können sie unterschiedlich heißen. Genau diese Stellen überwachen die Qualität der Arbeit von Hausverwaltungen. Dabei sei entscheidend, dass es sich um die offiziell zum Wohnhaus gehörende Fläche handelt. Nur in diesem Fall ist die Hausverwaltung für die Schneeräumung verantwortlich. Ist das betroffene Gebiet jedoch nicht abgegrenzt und gehört zum kommunalen Eigentum, liegt die Zuständigkeit bei den örtlichen Behörden. In solchen Fällen empfiehlt Razvorotneva, sich zunächst an die Gemeindeverwaltung zu wenden. Bleibt eine Reaktion aus oder fällt sie unbefriedigend aus, könne man sich anschließend an die Staatsanwaltschaft wenden. Darüber hinaus gibt es in vielen Regionen eigene Behörden, die die Qualität der Schneeräumung kontrollieren. Sie überwacht nicht nur die Reinigung von Flächen vor Mehrfamilienhäusern, sondern auch vor Nichtwohngebäuden. Kindersitz im Auto. Russische Autofahrer wurden daran erinnert, dass seit dem 9. Januar dieses Jahres die Bußgelder für den Transport von Kindern ohne Kindersitz deutlich erhöht wurden. Für normale Fahrer beträgt das Bußgeld bei einem Verstoß nun 5.000 Rubel. Amtsträger müssen 50.000 Rubel zahlen, während für juristische Personen eine Strafe von 200.000 Rubel vorgesehen ist. Die Initiative richtet sich in erster Linie gegen unseriöse Taxifahrer. Nimmt ein selbstständiger Taxifahrer einen Auftrag zur Beförderung eines Kindes an und sorgt nicht für dessen Sicherheit, wird er wie ein Amtsträger bestraft. Für Einzelunternehmer und Taxiflotten sind die finanziellen Risiken noch deutlich höher. Es wird außerdem betont, dass die verschärften Strafen alle Beförderer dazu anhalten sollen, funktionstüchtige Sitzerhöhungen und Kindersitze bereitzuhalten. Dabei gehe es nicht um eine Strafaktion, sondern darum, jedem klarzumachen, dass die Sicherheit von Kindern genauso wichtig ist wie das Anlegen des Sicherheitsgurts. Ausreise für Kinder mit Reisepass. Ab dem 20. Januar 2026 ist die Ausreise von Kindern aus Russland ins Ausland nur noch mit einem Reisepass möglich. Daran erinnerte der Migrationsdienst des russischen Innenministeriums. Die neuen Regeln gelten auch für Reisen nach Abchasien, Belarus, Südossetien, Kasachstan und die Kirgisische Republik. Die Geburtsurkunde wird künftig nicht mehr als Reisedokument anerkannt. Eltern, die mit einem Kind unter 14 Jahren eine Auslandsreise planen, müssen daher rechtzeitig einen Reisepass für das Kind beantragen, mindestens einen Monat im Voraus. Die Antragsstellung ist über das Portal Gosuslugi in Multifunktionszentren sowie bei den regionalen Migrationsabteilungen des Innenministeriums möglich. Kinder, die das Land vor Inkrafttreten der neuen Regelung mit einer Geburtsurkunde verlassen haben, können mit diesem Dokument wieder nach Russland zurückkehren. Das Innenministerium betonte zudem, dass Kinder ab 14 Jahren sowie volljährige russische Staatsbürger weiterhin mit dem russischen Inlandspass nach Abchasien, Belarus, Kasachstan, Kirgisien und Südossetien einreisen dürfen. Alkoholverbot in Wologda. Die Region Wologda hat erstmals seit 11 Jahren einen natürlichen Bevölkerungszuwachs verzeichnet.
Das erklärte der Gouverneur der russischen Region Georgi Filimonov und führte dieses Ergebnis auf die Einführung eines sogenannten Alkoholverbots zurück. Nach Angaben des Gouverneurs ist der Alkoholkonsum in der Region seit dem 1. März 2025 um 14% zurückgegangen. Gleichzeitig sank die Sterblichkeit infolge von Lebererkrankungen um 77%. Darüber hinaus verringerte sich die Zahl der Todesfälle durch Alkoholvergiftungen um 65%, während die Sterblichkeit durch zufällige Alkoholvergiftungen um 16,7% zurückging. Auch die Zahl der Verkehrsunfälle mit betrunkenen Fahrern nahm in der Region Wologda um 13,2% ab. Filimonov betonte zudem, dass die Geburtenrate um 0,54% gestiegen sei. Die Zahl der Eheschließungen nahm um 2,8% zu, während die Zahl der Scheidungen um 23,5% sank. Zuvor hatte der Gouverneur angekündigt, dass in der Region Wologda alle 610 Alkoholgeschäfte geschlossen wurden. Nach seinen Angaben stellten sie entweder den Verkauf von Alkohol ein oder wurden umprofiliert. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auf eure freundlichen Kommentare und Fragen, die das Alltagsleben in Russland betreffen. Bei Gelegenheit beantworte ich eure Fragen ganz gerne. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis die Tage. Tschüss.